Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wichtig und ausschlaggebend ist, was eventuell aber auch ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Lieber Schütze, ich habe so den Eindruck, dass der November hektisch wird. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Vorweg, ganz egal, welche Botschaften durchkommen, der November wird sehr, sehr intens. Nicht nur für dich, für uns alle 12 Sternzeichen. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Schauen wir, mit was du dich beschäftigst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Themenkarten. Sehr selten nehme ich alle Themenkarten, wenn es so viele sind. Doch beginnen wir. Die Frage nach dem Warum, die Frage, was ist dein Fokus? Das Schwert der Wahrheit. Zu was bekennst du dich? Auf welcher Seite stehst du? Die Frage ist, musst du auf irgendeiner Seite stehen? Musst du eine Meinung haben? Oder kannst du dich aus all dem zurücknehmen und beobachten, neutral bleiben, zur Kenntnis nehmen? Du bekommst Hilfe im Außen, denn aus einer Situation, wo es scheint, dass du schon länger damit zu tun hast, gibt es für dich gefühlt gesehen keinen Ausweg. Oder doch, den gibt es. Diesen Ausweg wird dir jemand im Außen zeigen. Du bekommst quasi den helfenden Griff unter die Arme. Nehme diese Hilfe an, denn sie gibt dir Inputs, sie gibt dir andere Ansichtsweisen und vor allem kommst du so schneller zur Lösung. Der November ist für dich mystisch, denn er ist transformativ. Und du, lieber Schütze, bist sehr bodenständig und kannst mit so mystischen Dingen eigentlich nicht wirklich gut umgehen, denn du brauchst für alles eine Erklärung. Doch andererseits ist es auch gut, denn du nimmst die Dinge auch so hin, wie sie sich dir geben. Nun gut, ich möchte dich nicht analysieren, doch es gehört alles dazu. So, gut möglich, dass ein neuer Mensch in dein Leben tritt. Ein neuer Mensch, der dich herausfordert. Ein neuer Mensch, der dich umgarnt mit seinem humorvollen Charme. Es ist Zeit, sich wieder der Sonnenseite des Lebens zuzuwenden, lieber Schütze. Es gibt einiges zu lachen, zu schmunzeln, doch es gibt auch die Besinnung. Welche Worte kommen aus deinem Munde? Welche Worte richtest du an andere? Worte sind sehr mächtig. Worte sind sehr kraftvoll. Bist du dir dessen bewusst? Auch wenn du es immer humoristisch verpackst. Doch die Seitenhiebe sind immer mittendrin. Ja, und sexy Wortwahl heißt nicht, dass du es sexy meinst, nicht? Dann mit deinen Gedanken, mit deinem Mindset möchtest du ein neues Leben, woanders sein oder dort sein, dort bleiben, wo du bist, doch du möchtest anders leben. Du wirst Bilanz ziehen. Bin ich hier, wo ich nun bin, richtig? Selbstverständlich, die Antwort lautet
Ja, man ist immer genau richtig dort, wo man ist. Doch du beginnst Bausteine zu setzen. Und zwar in die Richtung, du pflasterst dir sozusagen deinen eigenen Weg, deine eigene Straße zu deinem Ziel. Es gibt einen ganz bestimmten Aha-Moment bei dir, eine ganz große Erkenntnis, gut möglich erst um den 28. November herum, in der du deine ureigene Manifestationskraft erkennst, in der du bereit bist zu verändern. Was war eigentlich am Anfang? Was war ganz am Anfang? Ich höre im Hintergrund Sirenen. Ich weiß nicht, ob du diese hören kannst. Ich denke, das Thema ist brisant für dich. Was war am Anfang? Wie war der Anfang? Wo war der Anfang? Warum war der Anfang? Du möchtest deine Gedanken ordnen. Du wirst sie ordnen. Schauen wir uns die Hauptenergie an für dich im November. Die Hauptenergie, die den Schützen zur Verfügung steht. Die Hauptenergie für den Schützen. Oh. Die Versuchung, die Abhängigkeit, das Toxische. Ja. Die Frage nach dem Warum, die Frage nach dem Wieso, die Frage Warum überhaupt. Und welche Fessel hast du selbst so eng um dich selbst geschnürt und gibst anderen die Schuld dafür? Oh, interessant. Eine Unterschrift wird abverlangt. Für was auch immer. Gut möglich, dass der Kontakt zu einem Steinbock abbricht. Beziehungsweise du diesen Kontakt gar nicht mehr möchtest. Wende es an, wie es für dich passt. Die Zahl 58, 58 für dich ausschlaggebend, Querzahl 13, Querzahl 4. Wer sich für Numerologie interessiert, schaut nach. Ja, ich würde sagen, still und heimlich wirst du aufhören mit irgendwelchen Gewohnheiten, die dir schon lange nicht mehr gut tun. Still und heimlich wirst du dich aufmachen zu neuen Ufern. Still und heimlich, doch voller Hoffnung, wirst du zurücklassen, was dir so lieb und gewohnt war. Doch du weißt, mit dem Schwert der Wahrheit an deiner Seite schon wieder, wow, 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 der ihr lieben Schützen, bis zum 15. November, die erste Hälfte vom November wird sehr intensiv. Die Fesseln werden euch aufgezeigt, eure Fesseln. Wir alle binden uns an irgendwelche Gewohnheiten, wir alle, ja, haben irgendwelche Strukturen und Mechanismen, die uns nicht gut tun, Denkstrukturen oder im Handeln irgendwelche Mechanismen, durch Verletzungen, durch Besserwisserei, was auch immer, ganz egal. Ich möchte dich nicht belehren, lieber Schütze, doch damit wirst du knallhart konfrontiert werden. Es ist gut möglich, dass ein Luftzeichen dich sehr herausfordert, dich in Versuchung bringt, Amors Pfeil auf ihn zu schießen. Doch dieses Luftzeichen lässt sich nicht einfangen.
Oh, der Schütze scharrt mit den Hufen. Er wird ungeduldig. Tja. Und übrigens, wusstest du, dass du von zwei Menschen getragen wirst, die immer für dich da sind? Sei es im Diesseits oder im Jenseits. Für manche Schützen wird es Zeit, sich von diesem Tragen lassen zu lösen und selber zu laufen. Dann, wer ein Kind hat im Sternzeichen Steinbock, um die 15 Jahre, gut möglich, dass dieses Kind ausziehen möchte, ein Jahr im Ausland machen möchte, weg möchte, die Welt erobern möchte. Wie gehst du damit um, mit diesem Loslassprozess? Dann noch etwas. Du bist wie besessen. Du möchtest antworten. Du möchtest antworten. Doch diese Antworten wirst du noch nicht bekommen. Warum nicht? Weil du sie erzwingst. Versuchst zu erzwingen. Für diejenigen, die mit Privatdetektiven etwas am Hut haben, dort wird etwas ans Tageslicht kommen. Bestätigung. Dann, du fühlst dich hintergangen von einem Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion, wo du dachtest, es wäre dein Seelenpartner, lieber Schütze. Doch wie am Anfang gesagt, du bemerkst die Fesseln, die selbst auferlegten, und gibst anderen die Schuld. Wo hast du hintergangen? Wo warst du nicht ehrlich? Du hast das Gefühl, dass du zu kurz kommst oder bis jetzt zu kurz gekommen bist. Du möchtest alles für dich. Die Freude, die Traurigkeit, den Reichtum, das Opferdasein im Mangel. Geht das überein? Ich weiß nicht. Du erforderst von jemandem eine Entschuldigung. Diese Entschuldigung wird nicht kommen. Etwas fällt aus dem Rahmen mit einem Stier, Erdzeichen, und wow, das bringt dich echt in Aufruhr. Da kann selbst der Skorpion nicht schlichten. Doch, lieber Schütze, der September, warum wollte ich jetzt September sagen? War irgendwas im September? Der November lässt dir nicht viel Zeit. Er möchte, dass du handelst. Der November möchte die Transformation sehen. Du hast mehr als genug Zeit gehabt, du hast mehr als genug gelernt und verinnerlicht. Jetzt wende es an. Und sobald du
das alles hinter dir lässt, die Fesseln erkannt hast, Eigenverantwortung übernommen hast, Frieden geschlossen hast und einfach weitergehst in der Beobachtung, so dann kommt ganz plötzlich die Idee, die Möglichkeit, das neue Angebot. Wir machen weiter im Extended. Lieber Schütze, ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.